Die Präsentationsoberfläche, die an die FUD-Webinar-Arbeitsumgebung angeschlossen ist, finden Sie unter fud-webinar.uni-trier.de. Wenn Sie eines oder mehrere Ihrer Dokumente in den Publikationsstatus versetzt haben, dann dauert es ca. 10 Minuten, bis Sie es in der Präsentationsumgebung sehen können. Auch wenn Sie noch Änderungen in der Arbeitsumgebung an einem Dokument vornehmen, müssen Sie immer bis zu 10 Minuten warten, bis die Änderungen auf der Webseite sichtbar sind. Die Oberfläche teilt sich in 3 Bereiche auf. Links die Facettensuche, oben die Volltext- und feldspezifische Suche und darunter die Suchergebnisanzeige. Die Facettensuche bietet die Möglichkeit, die Dokumente nach verschiedenen Kategorien zu filtern, zum Beispiel nach Personen, Orten und Schlagworten. Um einen Eintrag auszuwählen, klicken Sie einfach auf das Kästchen davor. Wie Sie sehen, aktualisieren sich nun alle Facetten und die Suchergebnisanzeige. Sie sehen, welche Einträge wie häufig in den jetzt angezeigten Suchergebnissen noch vorhanden sind und können durch die Anwahl weiterer Einträge Ihr Suchergebnis weiter eingrenzen. Die Einträge innerhalb einer Kategorie sind immer nach der Häufigkeit absteigend sortiert. Wollen Sie alle Einträge sehen, dann aktivieren Sie Mehr Anzeigen. Des Weiteren können Sie oberhalb der Facetten eine Zeitraumsuche durchführen. Suchen wir einmal Dokumente im Zeitraum von 1885 und 1890 und sehen, dass es für diesen Fall 5 Treffer gibt. Um eine Suche zurückzusetzen, können Sie entweder alle angewandten Filter durch Betätigung dieses Buttons zurücksetzen oder Sie wählen manuell die entsprechenden Einträge wieder ab. Wenn Sie die Facettensuche nicht benötigen, können Sie sie hierüber einfach ausblenden. Im Kopf der Seite befindet sich eine Eingabemaske für die Volltext- und feldspezifische Suche. Als Standard ist die Volltextsuche eingestellt, die in sämtlichen Feldern der Dokumenten nach eingegebenen Suchbegriffen sucht. Geben Sie beispielsweise New York ein, dann erhalten Sie 4 Suchtreffer. Wenn Sie jedoch eine feldspezifische Suche durchführen und statt Volltext Orte auswählen und New York eingeben, dann werden nur noch 3 Treffer angezeigt, weil nun in der Suche ausschließlich die Metadatenfelder mit Ortsangaben berücksichtigt wurden. Wenn Sie mehr als einen Suchbegriff eingeben, können Sie hier angeben, ob Sie genau diesen Begriff in der angegebenen Reihenfolge suchen möchten oder ob eine und bzw. oder Verknüpfung zwischen den eingegebenen Worten vorgenommen werden soll. Die Volltext- und feldspezifische Suche ist natürlich kombinierbar mit der Facettensuche und wird ebenfalls mit Suche zurücksetzen wieder gelehrt. Die Suchergebnisanzeige zeigt Ihnen je nach Suchanfrage die entsprechenden Dokumente. Sie können anhand des Icons davor erkennen, ob es sich um einen Brief oder ein Personendokument handelt. Die Kästchen hinter den Dokumenten können Sie anwählen, um somit einzelne Dokumente für die aktuelle Sitzung in einer separaten Merkliste zu speichern. Klicken Sie, um die Merkliste aufzurufen, auf den entsprechenden Button. Von hier aus können Sie auch direkt ein Dokument in der Detailansicht durch Klicken öffnen. Um einen Eintrag wieder aus der Merkliste zu entfernen, klicken Sie erneut auf das Kästchen. Nun kommen wir zur Detailansicht eines Dokuments. Um sich ein Dokument in Gänze anschauen zu können, klicken Sie auf den Titel des Suchergebnisses. Nun sehen Sie das in FUD bearbeitete Dokument mit allen Angaben vor sich. Die typischen Kopfmetadaten für einen Brief sind hier aufgeführt. Um alle Metadaten zu sehen, klappen Sie das Akkordeon auf. Wenn Sie die Anzeige nicht mehr benötigen, können Sie es wieder zuklappen und sich dann dem Volltext widmen. Im Volltextbereich finden Sie eine 3-Spalten-Aufteilung. In der Mitte befindet sich der transkribierte Volltext, auf der linken Seite finden Sie alle Annotationen, also die Register und Kommentare, die dem Volltext angelegt wurden, und auf der rechten Seite die Digitalisate, sofern diese hochgeladen wurden. Sie können Digitalisate durch Betätigung des Plus vergrößern und durch das Minus verkleinern oder Sie verwenden für den Zoom Ihr Mausscrollrad. Über diesen Button können Sie den Vollbildmodus wechseln und haben nun auch hier die Möglichkeit zu zoomen. Über die Pfeil-Buttons können Sie bei mehreren Digitalisaten vor- und zurückblättern. Den Volltext können Sie getrennt von den Annotationen scrollen. Und im Volltext zu scrollen führen Sie den Mauszeiger über den Text. Das gleiche gilt für die Annotationsspalte. Im Annotationsfenster sehen Sie den Sachindex, den Ortindex und den Personenindex mit den Einträgen, die in dem Text annotiert sind. Weiter unten finden Sie die hinzugefügten Sach- und Textkommentare. Die Funktionsweise ist für alle Einträge dieselbe. Sie klicken auf einen Eintrag, dann wird bzw. werden diejenigen Textpassagen in der entsprechenden Farbe hervorgehoben, die diesem Eintrag zugeordnet sind, und der Volltext springt zu dem ersten Eintrag. Durch erneutes Klicken auf den Eintrag wählen Sie diesen wieder ab.
Noch ein kleiner Hinweis, wie Sie das von Ihnen eingegebene Dokument sicher identifizieren können. Bei jedem Dokument finden Sie am Ende der Seite, wann es zuletzt geändert wurde und die FOD-ID. Die FOD-ID finden Sie auch in der FOD-Umgebung, beispielsweise in der Registerkarte Inventarisierung. Die hier gezeigte Präsentationsplattform ist nur ein sehr einfaches Beispiel, wie man mit FOD erfasste Daten online präsentieren kann. Wir haben es für Schulungszwecke bewusst einfach gehalten. Doch jede Datenpräsentation und das zugehörige Forschungsinteresse bringt ihre eigene Logik und Darstellungsweise mit, weshalb es unterschiedlichste Designoptionen gibt. Schauen Sie dafür mal die verschiedenen Präsentationssysteme der FOD-Projekte an. Das Schöne an der Arbeit mit einem System wie FOD ist, dass man sauber zwischen Inhalt und Form bei den Daten trennt. In der Arbeitsumgebung geht es erstmal nur um die strukturierte Erfassung der Inhalte und erst in der Präsentationsumgebung werden die Informationen gestylt, also definiert, an welche Stelle und in welchem Format sie ausgegeben werden. Durch diese klare Trennung nach dem Prinzip Form follows Function ist man bei der Präsentation der Daten dann viel freier und flexibler im Design und kann sich später auch nochmal umentscheiden, wie ein Datum ausgegeben werden soll.